Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Ich bin hier eigentlich gerade am Misten. Die Stuten aus den Abfuhrboxen sind schon auf der Wiese. Und nachdem ich wieder hier belästigt wurde und verfolgt, habe ich gedacht, ich mache euch mal ein schnelles Video zu dem Huhn. Da haben so mega viele gefragt unter dem letzten Video. Nach unserem Stallhuhn. Hier vorne steht noch Pipilotta mit dem Fohlen. Die gehen jetzt gleich erst raus. Da guckt schon einer durch den Schlitz, die Tür ist schon auf hier. Ja, die gehen gleich erst raus. Die anderen drei sind schon draußen und das Huhn fängt mal wieder an, hier rumzuscharren. Das ist nämlich unser Stallhuhn. Unser Stallhuhn hat einen äußerst kreativen Namen, nämlich, aufgepasst, vielleicht sollte ich es noch buchstabieren, es heißt Huhn. Es hat keinen Namen, es ist immer nur das Huhn. Das heißt immer nur das Huhn. Das Huhn hatte auch mal Freundin und auch mal einen Freund. Es gab mal einen Hahn dazu und auch mehrere Hühner. Aber die sind alle irgendwann an Altersschwäche dahingeschieden. Dieses Huhn hier ist auch schon uralt. Wir wissen gar nicht genau wie alt, aber geschätzte, also es ist mindestens 5 Jahre, sagen wir es mal so, mindestens. Eher noch älter. Ich weiß gar nicht, wie alt so ein Huhn wird, aber ich glaube 6 Jahre ist schon echt alt. Das wohnt hier frei im Stall. Hat hier vorne, kann ich euch mal eben zeigen, steht unser Strohballen. Eine Kiste, da legt sie immer ihr Ei rein jeden Morgen. Das ist von heute Morgen, sie war schon fleißig, ist früh unterwegs im Moment. Und dann ja, scharrt und pickt die so den ganzen Tag hier rum. Ja, guckt Baby wieder raus. Ja, dann gibt es auch als nächstes noch das Namensvideo. Ja, so viele unglaublich mega gute Vorschläge bekommen. Es ist richtig schwer, da was auszusuchen. Und das ist einfach mal unser Stallhuhn. Also es heißt einfach nur Huhn. Wir haben aber gerade überlegt, eigentlich könnte es mal einen Namen vertragen. Also wenn jemand einen sehr lustigen und kreativen Namen für Huhn hat, dann bitte immer her damit. Vielleicht Brathähnchen oder so, keine Ahnung. Nee, also wie gesagt, die ist irgendwie schon relativ alt, wohnt hier frei. Ihre Freundinnen sind schon alle mal irgendwann an Altersschwäche gestorben, der Hahn auch. Die haben sonst immer, wenn man das sieht, da ganz oben auf diesen Querstangen nachts gesessen. Da steht so ein Strohhäcksler, da sind die drauf und dann oben auf den Querstangen und da haben die nachts gesessen, alle nebeneinander. Der Hahn in der Mitte und die drei nach rechts und links daneben. Das schafft sie mittlerweile nicht mehr, das ist zu anstrengend. Sie sitzt jetzt immer entweder hier oder da hinten oben auf diesen Stangen nachts und schläft da. Also bis ganz da oben kommt sie nicht mehr, aber sie, wie gesagt, sie legt noch Eier. Im Winter macht sie mal ein paar Wochen Pause, dann ist sie in der Mauser, dann sieht sie sehr gerupft aus. Und sie hat jetzt auch gerade so vor 2, 3 Wochen wieder angefangen zu legen. Und pünktlich jeden Morgen liegt ein Ei im Körbchen. Und ansonsten rennt die halt hier so rum, überall auf der Stallgasse, bei den Ponys, in den Boxen. Die kann da hinten, geht die auch raus, die scharrt dann auch mal draußen rum. Wir haben auch schon draußen Nester mit Eiern gefunden, da waren dann irgendwie so 30 Eier oder so drin, die sie dann da reingelegt hat, weil wir sie eine Zeit lang nicht gefunden haben. Das ist immer ganz unterschiedlich. Aber jetzt aktuell geht sie schön brav in die vorbereitete Kiste. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, und sonst pickt und scharrt die hier einfach so den ganzen Tag rum. Und belästigt mich, wenn ich Videos machen will, redet immer dazwischen. Aber heute scheinbar gefällt ihr das besser, wenn sie ein Video ganz für sich alleine hat. Da kräht sie mal nicht so dazwischen. Aber sie pickt hier halt auch gerade, ne? Ja. Und vor allem, wenn die das Ei gelegt hat, das müsste ich eigentlich mal filmen. Wenn die von dieser Kiste wieder aufsteht, dann kräht die hier rum, dann macht die einen Lärm, damit auch der ganze Ort weiß, dass sie jetzt ein Ei gelegt hat. Dass sie jetzt hier tollerweise ein super Ei gelegt hat und endlich keine Ahnung, ob es so anstrengend war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht die dann einen Riesenlärm, wenn die fertig ist mit diesem Ei. Das hört man dann immer. Und wenn man Glück hat und sie hat irgendwo draußen sich gerade mal wieder ein Nest gemacht, und man ist schnell, dann findet man sie noch, aber meistens, also wir hatten jetzt eine ganze Zeit lang mal, hat sie draußen im Strohlager ihre Nester immer gehabt und die haben wir dann immer erst später gefunden, meistens wenn wir einen Strohballen reingefahren haben. Und plötzlich kamen dann irgendwo so 30 Eier zum Vorschein, so Riesenberge. Ja, genau, dich meinen wir. Ja, wie möchtest du denn heißen? Brathähnchen? Huhn? Keine Ahnung. Wer einen kreativen Kommentar hat, bitte her damit. Gibt ja so schöne Namen, Walburga, Clotilde, sowas in der Art. Wilhelmine, keine Ahnung, was zum Huhn passen könnte. Ich habe auch keine Ahnung, was es für ein Huhn ist. Irgendeiner von euch weiß das vielleicht. Die anderen beiden waren braun und dann hatten wir mal noch zwischendrin 3 Lachshühner.
Das war auch eine witzige Geschichte. Die Lachshühner, da hatte jemand irgendwie Bio-Eier gekauft und hatte die in den Brutkasten gelegt, 10 Stück. Und da sind tatsächlich aus 3 diese Küken geschlüpft. 3 Lachshühner waren das. Also wusste man ja vorher gar nicht, was das für welche sind. Und als sie dann auf der Welt waren, haben sie sich aber überlegt, okay, irgendwie haben wir doch keine Lust auf Hühner im Garten. Und die Nachbarn finden das auch nicht witzig. Und dann haben die gefragt, ob wir die hier nehmen können. Und dann hatten wir diese 3 Lachshühner noch hier. Allerdings waren die, ja, leider nicht ganz so schlau. Die hat irgendwann nach einer Zeit, ja, vermutlich der Fuchs geholt oder ein Marder oder was auch immer. Also die waren irgendwie abends nicht schnell genug auf der Stange oder was auch immer, keine Ahnung. Die anderen, wie gesagt, bei denen war das immer kein Problem. Wir haben jetzt hier kein Hühnergehege oder Hühnerstall oder so. Also die leben hier wirklich komplett frei. Die können also hingehen, wo sie wollen und das klappt auch hervorragend. Aber jetzt ist sie alleine. Wir wollen jetzt auch keine neuen dazusetzen, weil ist ja für die auch Stress. Schon so alt ist und ich glaube, wenn man Hühner so frisch zusammensetzt, die sind ja ziemlich fies zueinander. Deswegen ist sie im Moment hier alleine und ja, findet es aber, glaube ich, nicht schlimm, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht, vielleicht denkt ihr auch schon, sie wäre ein Pony oder so. Man weiß es nicht. Jedenfalls behindert sie mich jetzt hier wieder beim Ausmisten. Jetzt mich gleich wieder ankrähen. Stimmt's? Ja, mach schön alles durcheinander, weil dann finde ich die Äpfel noch schlechter, wenn du die alle verscharst. Ist auch immer schön, wenn man die Boxen frisch eingestreut hat, tut abends die Ponys rein und dann ist alles schon wieder durcheinander geschart, weil sie da überall drin war. Aber es macht ja halt besondere Freude. Ja, genau. Das also mal ein ohne Pony-Video. Ah, toll, die melden sich jetzt auch zu Wort. Weil ich sie nicht beachte hier. Außer die Kleine von Pippilotte, aber die hat sich gerade da vorne zum Schlafen hingelegt. Ist müde, ist gerade ein paar Runden um Mama galoppiert, die gehen jetzt auch auf die Wiese. Und das Huhn hilft mir hier weiter beim Ausmisten. Vielleicht sollte ich mal so eine kleine Mistgabel besorgen oder so. Oder so eine kleine Karre da hinstellen, dann kann sie die Haufen mindestens da reinscharren. So, also Huhn, dein persönliches Video. Ich hoffe, du fühlst dich geehrt für dieses extra Huhn-Video und ich bin mega gespannt auf eure sehr kreativen Namensvorschläge. Wir werden hier im Stall gemeinsam abstimmen, dass das Huhn auf seine alten Tage mal noch, ja, beschwert es sich schon wieder, auf seine alten Tage mal noch einen Namen kriegt, das Arme. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Heute mal Hühner-Content statt Ponys, aber ihr habt so gewollt. Es haben so viele drunter geschrieben, wie das Huhn heißt und dass das Huhn so witzig ist und dass das Huhn mal ein eigenes Video braucht. Und da habe ich gedacht, gut, wahrscheinlich kräht sie deswegen immer dazwischen, weil ich sie nicht beachte. Oh, jetzt aber schnell raus hier. Jetzt habe ich sie aber hier verärgert. Jetzt geht sie wahrscheinlich genau in die Box, wo ich jetzt gerade ausmisten will. Da. In Box Nummer 2. Ja, natürlich. Genau diese Box möchte ich, hier steht schon die Karre, möchte ich gerade ausmisten. Toll. Danke, Huhn. So, jetzt aber Schluss hier. Genug Hühner-Content. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dann wahrscheinlich doch wieder eher mit mehr Ponys.